Hallo zusammen und herzlich willkommen bei The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir das Ergebnis von der Braumischung Brexit Porter von braumischung.de. Das Bier hatte ich ja in 3 verschiedenen Glasgefäßen und ich habe es deswegen in 3 verschiedene Container abgefüllt, um mal zu gucken, wie sich die Sachen also verhalten. Ich habe seit Oktober so ein bisschen den Verdacht, dass in einigen meiner Behälter eine Kontamination ist, weil so nach 4 Wochen das Ganze einen muffigen Geruch angenommen hat. Das ist nur bei einigen Bieren gewesen und ich hatte jetzt ein paar Maßnahmen ergriffen, die ich mal testen wollte. Zum Beispiel habe ich die kleinen Mini-Partyfässer mal mit richtig heißem Wasser und Geschirrspülmittelpulver gereinigt, statt immer mit dem Oxypulver. Das ist also auf jeden Fall besser, weil die kleinen Partyfässer sind gefaltet und in diesen Falzen können sich Hefen sehr gut einnisten und die sind sehr schwer zu reinigen. Einer der Gründe, warum ich eher der Meinung bin mittlerweile, man sollte die am besten nur benutzen, wenn man immer die gleiche Hefe benutzt. Dann ist es nicht ganz so kritisch, außer natürlich man hat eine Infektion, dann wird es immer schwierig. Die Flaschen sind bei mir auch ein Problem, weil ich bei vielen Flaschen so abgesetzte Hefe bekomme, die sich an den Seiten absetzt und nicht am Boden, wo ich mir nicht ganz sicher bin, warum das der Fall ist, aber es hat bestimmt etwas damit zu tun, dass ich sehr lange den pH-Wert von meinen Bieren nicht ordentlich angepasst habe und die Hefe deswegen nur sehr schlecht ausgeflockt ist. Deswegen habe ich die Flaschen in die Spülmaschine getan und tatsächlich, ich bin der Meinung gewesen, dass die Öffnung viel zu klein ist, als dass da ein vernünftiger Wasserstrahl reinkommt. Und es gibt ja auch so Produkte, die man angeblich als Adapter benutzen kann. War bei mir überhaupt gar nicht nötig. Also ein Maschinenwaschgang bei 70 Grad mit dem entsprechend billigen Geschirrspülmittel und die sind komplett blitzblank geworden. Sehr viel besser als mit so Produkten wie Enzybrew, das ich eine Zeit lang benutzt habe. Und das eigentlich dafür da ist, genau solche Belege zu entfernen, was aber meistens über einen Tag gebraucht hat und eben nicht nur einen Geschirrspülgang. Deswegen bin ich jetzt mit dem Geschirrspülpulver extrem zufrieden und möchte das immer benutzen. Ich habe jetzt auch die Biere schon gemessen und es sieht alles sehr gut aus. Und was ich vielleicht als erstes sagen sollte, ist, das Ganze war 2 bis 3 Wochen, ich erinnere mich nicht genau, es war sehr lange in der Hauptgärung. Kann sein, dass es 3 Wochen einfach stand. Das Ganze war ja bei 20 Grad und ich habe es dann ist abgefüllt, weil ich erst dann dazu gekommen bin. Jetzt mit einer Tochter ist es doch schwierig, die Zeit dazu zu finden. Und ich habe es als erstes ins Cask abgefüllt, also meine Bag-and-Box. Jetzt habe ich der Hefe nicht sehr getraut. Ich war der Meinung, die Hefe ist noch nicht durch, weil die sehr, sehr schnell gearbeitet hat und danach ganz lange keine Aktivität mehr war. Und mich hat das Ganze irgendwie an die S33 erinnert, die bei mir auch schon mal so sehr schnell gearbeitet hat und dann den letzten Arbeitsschritt irgendwie ganz langsam ausführt. Also abgefüllt in meinen Beutel. 5 Tage lang keine Aktivität. Am 6. Tag Entwicklung von Druck. Ging dann wirklich der Extraktgehalt nur ein ganz klein bisschen runter. Also es war nicht so, dass es eine Infektion war, wo alles durchgegoren wäre oder eine Sache, wo man sagen könnte, da ist auf jeden Fall eine Wildhefe drin. Diese Taschen von Bag-and-Box kommen ja auch immer steril an. Das heißt, da ist es sehr sicher, dass ich sauber arbeite, außer es ist ein Gärgefäß, was ich ausschließen kann. Und dementsprechend hat es einfach die perfekte Carbonisierung. Der Brechungsindex hier von in Grad Brix hat sich nur um ein paar Nachkommastellen geändert und es war einfach genau richtig. Ich weiß nicht, warum die Hefe da früher aufgehört hat. Aber wie gesagt, ich habe damit ein bisschen gerechnet. Ich kenne das von Hefen und deswegen passt alles. Aus der Handpump schmeckt dieses Bier unfassbar lecker. Ich werde euch jetzt gleich den Geschmack beschreiben. Was mir bei der Handpump besonders aufgefallen ist, wenn man es mit einem Sparkler zapft, hat das diese dichte Schaumkrone, wo ich vorgestellt habe, wie man Handpump kauft aus England. Da hatte ich in der Thumbnail so eins mit diesem dicken Schaum und genauso sah das aus. War schön braun, das werdet ihr gleich auch noch sehen, und hat diesen ganz schlanken Abgang gehabt, wie Guinness vom Fass. Und das fand ich schon sehr beeindruckend, dass es mit so einem Bier auch einfach zu machen ist, solange man die richtige Methode hat, das auszuschenken. So, dann habe ich noch einmal Bier in Fässchen aufbewahrt, für den Fall, dass das Fässchen kontaminiert ist, und ich habe auch das Bier einmal flaschengereift, für den Fall, dass es flaschengereift ist. Wir vergleichen die mal. Ich kann schon sagen, dass beide den gleichen Restextrakt gemessen haben, bis auf 0,2 Grad Brix Unterschied, aber 0,2 Grad kann auch schon daran sein, dass ich bei dem Fässchen, wo das Sicherheitsventil ja war, einfach mehr Zucker reingetan habe, um sicherzugehen, dass da die Carbonisierung ordentlich ist, weil ja keine Gefahr bestand. Und bei den Flaschen habe ich nur die halbe Menge von dem, was man normalerweise in diesen Dosierlöffelchen benutzt, eingegeben. Trotzdem sind die Flaschen überkarbonisiert, weil eben das gleiche passiert ist wie bei dem Cask, nämlich, dass einfach nochmal ein klein bisschen das weitergegoren ist. Also die waren alle so bei 6,5 Grad Brix und sind dann auf 6,0, 5,8 runtergegangen. Also wirklich nochmal ein bisschen was weniger. Ich würde sagen, die 6,0 sind deswegen ein bisschen mehr Alkohol durch den Zucker und 5,8 ist dann der tatsächliche Wert. Und da kommt man auf 2,5 Grad Plato, was kein schlechter Wert ist für ein Bier mit nur knapp 12 Grad, Grad Plato Stammwürze. Also es ist alles stimmig in sich. Ihr seht hier, wie viel mehr Schaum entsteht.
Allerdings, wenn ich hier Schaum erzeuge, werdet ihr auch sehen, dass der Schaum super stabil ist. Das ist mit Röstmalzen ja nicht so untypisch, aber es bedeutet eben auch, dass das Bier sehr schön klar ist. Ja, wobei, so perfekt klar ist es nicht. Ich würde sagen, so mittelprächtig. Dann ist es einfach so schaumstabil, dass die Hefepartikel da kaum was ausmachen. Also meiner Erfahrung nach sind Hefepartikel immer so ein bisschen schlecht für den Schaum. Ist auch nicht so wichtig. Schaum finde ich immer, ja, das ist vielleicht das englische Bier, was ich kenne, das ist einfach nicht so wichtig. Die Variante vom Fässchen. Also wie gesagt, ich gehe davon aus, dass beide gleich schmecken, aber ich verkoste sie trotzdem mal, um sicherzustellen, dass nicht doch irgendwo was Infektiöses drin ist. Die Sachen waren jetzt, also 10 Wochen Reifezeit war ja vorgegeben. Ich habe es natürlich nicht eiskalt gereift, sondern eher so bei 10, 12 Grad, wie ich das von den englischen Bieren her kenne. Und jetzt statt 10 Wochen haben wir jetzt ungefähr 8 Wochen, seit die abgefüllt sind. Aber es stand ja sehr lange auch im Gärfass. Also es müsste ungefähr passen zum Rezept. Und dann riechen wir mal dran. Ja, sehr dunkel, leicht röstig. Ich merke keine Karamellnote, eher so ein bisschen Brotrinde noch dabei. Ja, so eine schöne Mischung. Hopfenmerk nehme ich nicht wahr. War ein bisschen East Kent Golden, glaube ich, ne, am Ende des Kochens. Aber der bindet sich dann so ein, den Unterschied würde man im Vergleichstest merken, aber normalerweise schmeckt man das dann nicht raus. Ah, herrlich. Mhm. Jetzt mit der längeren Reifung ist es ein bisschen fruchtiger, als das aus der Handpump war. Das war eben sehr jung, 2 Wochen nachdem ich es abgefüllt habe, so wie das bei Handpump typisch ist. Man braucht für die Handpump ja eben auch Biere, die einfach schneller fertig sind. In diesem Falle jetzt eine leichte fruchtige Komponente, die das Ganze so zusammenbindet. Das ist typisch, wenn man Chocolate Malt, Brown Malt, solche Sachen länger reifen lässt. Dann wird das eben einfach irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass es die Sherry-Note ist von Alterung, die kommt erst nach ein paar Monaten. Und das waren jetzt gerade mal 2. Ich denke, das ist einfach so eine Veränderung dieses sehr komplexen Aromas, das man durch diese weniger stark gerösteten Malze bekommt. Das zum Beispiel bei Black Malt völlig fehlt. Das ist sehr clean röstig und die Sachen sind einfach, ja, mit so einer leichten Fruchtigkeit, die dann rauskommt. Ist definitiv anders als zum Beispiel Carafa 2. Das ist eins, was ich früher mal benutzt habe. Hier war jetzt das Chocolate Malt von Warminster drin und eben Brown Malt. Komplexe Röstigkeit. Schokoladenaromen sind da, die waren aber auch in der Handpump frisch, ein bisschen intensiver. Sehr interessant, dass das Chocolate Malt aus England wirklich so klar nach Schokolade schmeckt. Zumindest habe ich es so in Erinnerung. Andere Röstmalze, finde ich, schmecken immer eher nach Kaffee als nach Schokolade. Ja, nicht schlecht. Schön eingebunden. Ich würde jetzt sagen, von den 3 möglichen Geschmäckern, Röstigkeit, Fruchtigkeit und was wäre noch da? So eine leichte Blumigkeit vom Hopfen vielleicht, sowas in der Art. Auf jeden Fall ist die Fruchtigkeit schon stärker. Die Röstigkeit ist relativ zurückgegangen. Das ist natürlich geringer, wenn ihr das Ganze bei 4 Grad klassisch lagert. Aber lagern, wie das die Deutschen machen, ist halt bei englischen Bieren sehr untypisch. Jo, ein bisschen schärfer wegen der stärkeren Kohlensäure. Prägelt mehr auf der Zunge. Lenkt ein bisschen vom Geschmack ab, aber alles andere ist sehr ähnlich. Ihr könnt mal versuchen, hier noch ein bisschen mehr dran zu schnuppern, um den Hopfen rauszuriechen. Boah, ganz schwierig. Könnte mir vorstellen, dass ein klein bisschen da ist. Ist natürlich mit der langen Lagerzeit auch weniger geworden. Ja, ich bin erstmal froh, dass es so aussieht, als wären alle meine Behälter sauber. Was mich immer noch ein bisschen stört, ist, dass solche Hefen, also es sind eigentlich immer die Trockenhefen, die am Ende ein klein bisschen einschlafen und dann das letzte bisschen nach dem Umfüllen machen. Ich vermute, dass da zum Beispiel eine kleine Menge Sauerstoff das Ganze revitalisiert. Hefen brauchen Sauerstoff, um fit zu bleiben und lebendig zu bleiben. Wenn die also sehr gestresst sind, dann ist das nicht unüblich, dass Sauerstoff ein bisschen hilft, dagegen anzukämpfen. Ich habe das Ganze sehr sorgfältig abgefüllt, dass es nicht viel ist und das schmeckt auch nicht oxidiert, wie ich das gewohnt bin. Allerdings, das ist immer das, was ich vermute, was bringt. Ich habe den Gärbehälter regelmäßig umgeschwenkt. Also die Verteilung an sich von der Hefe im Bier, die ist es nicht, die da das Problem ist. Ich sehe übrigens gerade so aus dem Gegenlicht heraus einfach diese wunderschöne braunrote Farbe. Ich finde es interessant, ja doch, es ist wirklich fast klar. Es ist nur so dunkelbraun, dass man das schlecht sieht. Also, es sieht am Anfang so aus, als wäre es wirklich nicht klar, aber doch, das ist schon so ein bisschen Eiweißtrübung ist ja immer bei solchen Bieren, wenn man das nicht entsprechend versucht rauszumachen oder in eine passende Eiweißrast einlegt. Ja, bin sehr zufrieden mit der Hefe, die ist an sich ganz gut, M36. Ich bin jetzt nicht sicher, ob die wirklich
so wie ich das vermute, sowas ähnliches ist wie der S33, aber ich gehe davon aus, dass Mangrove Jacks, wie man sagt, nicht selber herstellt, sondern das nur umverpackt. Also irgendwas in der Art wird sein. Ich glaube nicht, dass es eine Dual Strain ist, wie das einige vermuten. Ja, tolles Bier. Ich kann euch nur empfehlen, es zu brauen. Wenn ihr könnt, nehmt es von der Hamper mit Sparkler. Das ist einfach so genial. Und ich werde demnächst, ja, mal gucken, wann ich das nächste Mal wieder braue, werde ich auch mal versuchen, einen Guinness-Klon hinzukriegen. Den vom Fass, nicht den bekannten, der nur mit Röstgerste gemacht ist. Das ist ja das Extra Stout. Davon kennt man das Rezept. 70%, 20%, 10% für Pale Ale Malz oder ja, eigentlich müsste Stout Malt, also Pilsner Malz ähnlich sein. Und Gerstenflocken und Röstgerste. Sondern ich vermute, dass bei der Fassversion eine ordentliche Menge Black Malt, das die Röstgerste ersetzt, damit das noch schlanker wird und noch ein bisschen, nicht ganz so aggressiv kaffeemäßig ist. Es ist nämlich ein bisschen zurückhaltender als bei der Flaschenversion. Ja, ansonsten schaut's euch an, die Rezeptmischung, die ist nicht immer verfügbar in dem Laden, aber so teilweise. So, und dann würde ich sagen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.